Ist wirklich geil. Ist wirklich geil. Patienten, Igor hat gestern in Hamburg eine gemacht, vorher, die kommen rein, kriegen die OP und gehen eine Stunde später gehen die nach Hause. Sitzen so im Auto. Das ist unglaublich. Hallo, mein Name ist Dr. Timo Spanholz und ich bin Facharzt für Plastische Chirurgie in der Praxisklinik am Rosengarten. Heute ist unser Thema Po-Vergrößerung mit Implantaten. Die Ausgangssituation, die Sie bei sich vorfinden, also hat der Po ein gewisses Volumen oder hat er ein fehlendes Volumen, die ist für uns eigentlich gar nicht so entscheidend in der Frage, ob wir diese Operation machen können oder nicht. Weil wir können mit einem Implantat im Grunde genommen jedes Gesäß vergrößern, jeden Po vergrößern. Interessant wird das Implantat dann, wenn zum Beispiel sehr wenig Eigenfett da ist. Haben Sie zum Beispiel bei sich eine sehr gute Körpersilhouette, wenig Eigenfett und möchten trotzdem eine Po-Vergrößerung haben, dann kommt der Eigenfetttransfer ja eigentlich gar nicht in Frage. Und dann greifen wir auf das Po-Implantat zurück. In vielen Fällen, wo ein bisschen Fett da ist, gerade im Bereich der Taille und des Bauches, also wenn man so will, im Bereich der Hüfte, da gehen wir hin und saugen dieses Fett ab, verwenden das zusätzlich mit dem Implantat. Man nennt das dann neudeutsch Supercharged Po-Vergrößerung. Das heißt also, es wird nicht nur das Implantat verwendet, sondern auch noch das Eigenfett. Aber um die Frage umfassend zu beantworten, im Grunde kommt jede Frau und jeder Mann in Frage für eine Po-Vergrößerung mit Implantaten. Früher war die Po-Vergrößerung mit Implantaten eine tatsächlich relativ aufwendige Operation. Patienten mussten lange Zeit nach der Operation auf dem Bauch gelagert werden, konnten nicht auf dem Rücken schlafen, konnten nicht auf dem Po sitzen, mussten sich extrem schonen. Diese Zeiten sind tatsächlich vorbei. Es gab vor einigen Jahren einen radikalen Wechsel in der OP-Technik. Und nach diesem Wechsel, der sogenannten SMS-Technik, die wir verwenden, können Patientinnen nach der Po-Vergrößerung nicht nur sofort sitzen, sondern die Operation kann sogar ambulant gemacht werden. Das heißt, Patientinnen und Patienten schlafen nach der Po-Vergrößerung zu Hause. Es hat sich also massiv geändert, das Setting, in dem diese Operation stattfindet. Und die Patienten sind im Grunde genommen eine Woche mit einem etwas reduzierten Sportprogramm, vielleicht auch sogar zu Hause, könnten aber sogar am Folgetag zur Arbeit gehen. Und nach 3 Wochen ist das Leben in allen Bereichen genau wie vorher, nur dass nun der Po an Volumen gewonnen hat und schön prall ist. Also die Operation hat sich dramatisch geändert und ist jetzt viel leichter in den Alltag zu integrieren. Po-Implantate haben nicht eine so lange Geschichte wie Brustimplantate. Das heißt, der Trend auch zur Po-Vergrößerung oder wie man hier auch wieder sagt, das Brazilian Butt Lift oder das BBL, so wird das ja auch in den sozialen Medien oft genannt, dieser Trend ist nicht ganz so alt. Wir sind deshalb total happy, dass die guten alten Hersteller, die seit vielen, vielen Jahrzehnten Brustimplantate zuverlässig herstellen für uns, auch die Hersteller der Po-Implantate sind. Deswegen wissen wir, dass die Qualität eben auf gleichem Niveau ist wie von den Brustimplantaten. Ein solches Implantat sieht im Grunde dem Brustimplantat sehr ähnlich. Das heißt also, es hat eine rundere Seite, die nach außen nachher die Projektion gibt. Und auf der Rückseite, das ist ein kleiner Unterschied, haben die Implantate zum Teil eine Einmuldung, ja, also quasi wie eine kleine Wanne, damit das Implantat sich schön hinten an den Po setzt. Es liegt ja unter dem Muskel, das heißt, es passt sich auf diese Art perfekt ein und gibt dem Po nicht nur das Volumen, sondern auch die Projektion. Also Projektion sagen wir dazu, was nach hinten an Gewebe dazukommt, damit von der Seite eine schöne Silhouette besteht. Zusammengefasst, die Hersteller sind, wir benutzen Made in Germany Implantate von Polytech, sind die guten, alten und zuverlässigen Implantathersteller unserer Brustimplantate und dadurch wissen wir, dass diese Operationstechnik absolut sicher für unsere Patienten ist. Die Schmerzen nach der Operation, vergleichen wir das mal zum Beispiel mit einer Brustvergrößerung mit Implantaten, wo ja die Schmerzen durchaus relevant sind. Das liest man oft im Internet, dass Frauen nach großen Implantaten, speziell unter dem Muskel, zum Teil schon ziemlich heftig Schmerzen haben. Das ist bei der Po-Vergrößerung anders. Dadurch, dass wir während der Operation ein bestimmtes Betäubungsmittel mit in die Wundhöhle hineingeben, ist dort erstmal eine Schmerzfreiheit sichergestellt, auch für den Nachhauseweg. Und zu Hause reicht es oft, ein bisschen Ibuprofen oder Paracetamol zu nehmen, um die verhältnismäßig leichten Schmerzen völlig in Schach zu halten. Eine Sache, die Patienten uns berichten, ist, wenn man zum Beispiel so sitzt wie ich, also mit vollem Gewicht,
auf den Implantaten, dass es gelegentlich dann zu so etwas merkwürdigen Gefühlen kommt, weil sich der Körper am Anfang noch nicht an das Implantat gewöhnt hat. Von Schmerzen kann man jetzt in dem Fall da nicht sprechen, sondern es ist mehr dieses etwas merkwürdige Gefühl. Aber wie gesagt, nach einigen Tagen, spätestens nach 3 Wochen ist es so, dass Sie eigentlich Ihr ganz normales Leben zurückhaben und allen Tätigkeiten nachgehen können. Es ist verglichen mit anderen großen Operationen der plastischen Chirurgie, Brustvergrößerung, Bauchdeckenstraffung oder großen Fettabsaugung eine wirklich einfache, sichere und schmerzfreie Operation. Kosten einer Operation in der Praxisklinik am Rosengarten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das eine ist die Operation als solches und das andere sind die Nebenkosten einer Operation, wie zum Beispiel die Miederwaren oder die Narkosen, die Aufenthalte und so weiter. Das ist die sogenannte OP-Pauschale. Wenn man die Po-Vergrößerung mit Implantaten anschaut, ohne Eigenfetttransfer und ohne Liposuktion, da muss man ungefähr 10.000 € investieren in so eine Operation, um das Ergebnis zu erreichen, was man möchte. Manchmal wollen Patientinnen auch noch, dass wir die Taille noch etwas formen oder sogar das Fett daraus verwenden, um eine sogenannte Supercharged BBL zu machen, also das Fett on top zu verwenden, um noch mehr Projektion zu bekommen. Dann sind die Operationen etwas teurer, aber wenn Sie sich als Zuschauer dieses Videos merken, etwa 10.000 € muss ich investieren, dann haben Sie schon eine gute Hausnummer und wissen, worauf Sie sparen müssen. So, das war unser Video zum Faktencheck-Thema Po-Vergrößerung mit Implantaten. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich interessieren für das Thema oder wenn Sie sagen, ich möchte gerne mal ein bisschen genauer in die Details reingehen, möchte mal ein persönliches Gespräch haben, dann einfach bei uns melden. Die Praxisklinik am Rosengarten hat Standorte in Hamburg, in Köln und in Frankfurt. Und das Tolle an der heutigen Zeit ist, wir können auch Videoberatungen anbieten, sodass wir also auch Patienten von weiter her jederzeit online beraten können. Zögern Sie nicht, machen Sie einen Termin bei uns. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und Sie zu dem Thema Po-Vergrößerung mit Implantaten zu beraten. Ciao, tschüss, euer Timo Spanholz.